We are a family. We have to be, because if we're not, then the system doesn't work. Aufgrund unserer guten Ausbildung und der regelmäßigen Trainings wissen wir jederzeit, was zu tun ist. Also das Wichtigste ist einmal ganz in der Früh, wir fangen um 7:30 an, einmal die ganzen Pistenkontrolle machen. Das heißt, wir fahren jede Piste ab mit den Skidos, schauen, ob die Pistenmarkierung stimmt, ob das alles steht, ob irgendwas umgefallen ist, ob die Piste auch gut präpariert ist, ob irgendwo ein Loch ist oder eine Knolle oder ein großer Brocken. Und das ist eigentlich in der Früh mal die wichtigste Aufgabe, die Pistenkontrolle machen. Gell? I think you just have to come here to see the workplace, to understand why we do it. I think, or, you know, being the first up on the mountain in the morning, seeing the sunrise, and often being the last person down as well, seeing the sunset. It's a magical experience. Wir versuchen auch, wenn es die Zeit am Tag zulässt, dass wir mittags zusammen essen. Das hilft uns sehr, ein relativ relaxtes Bild für den Tag zu zeigen und vor allen Dingen, das tut uns auch gut. Das ist jetzt natürlich schon ein grandioser Abschluss heute mit unserem Essen. Wahnsinnig. Gut. Wir haben Rettungssanitäter, wir haben Akademiker. Wir sind ein toller Haufen an guten Leuten, die hier miteinander eine gute Saison abreißen. What is it that makes us an efficient team? I couldn't tell you. I think it's just, you know, mountain friendliness. You know, we're all here together, and we all want to be here, right? Hey, ja. Ja, da bin ich gut. Meine Ausbildung habe ich damals bei der Bundeswehr bekommen. Da habe ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen können. Und die ist mir bei diesem Job sehr, sehr dienlich. Hoi, tut Servus. einfach total weh. Servus, ich bin der Philipp von der Pistenrettung. Und na schauen wir gleich einmal. Wo tut's dir denn weh? Das zieht komplett um die Knie um. Also ich kann den Fuß nicht dran. Okay, gut. Jetzt bleibst du erst einmal so liegen. Man muss auf jeden Fall selber ruhig bleiben, gut zureden und den Leuten einfach Sicherheit geben, okay, dass alles wieder gut wird. So, wir machen das jetzt so. Der Kollege kommt jetzt mit dem Skidu und dann bringen wir die zur Rettung. Ja. So when you get called for an accident, you don't actually know what accident it is. You might know it's a leg or it's an arm or it's a back injury, but you don't know the severity of it. So you have to work with time. Und bis dahin schauen wir erst einmal, dass du nicht frierst und dass dein Knie ein bisschen unterstützt wird. Ein großer Teil fährt auf Skidus, hat dann meistens einen Anhänger dabei. Auf dem Anhänger befindet sich dann eine Acke. Der andere Teil ist auf Skiern unterwegs, unterstützt dann die Pisteure bei ihren jeweiligen Arbeiten. Kannst du mal versuchen, dass du dein Bein ein bisschen streckst? Ja. Genau, ja, super. Das ist ein Schaufelschmerz. Ja. Haben wir schon gelangt schon. Super. If it's a broken leg, then the game changes a little bit then. And that depends a lot to us down to pain, because you have to stabilize the patient and then move them to somewhere that someone else can deal with it. Das Danke oder das Lächeln von den Leuten, das ist eigentlich schon
genug. Klar. Danke sehr. Ja, bis Vielen später. Dank. Nein, gerne. You could have an accident on the mountain and then a few minutes later there's another one on the other side of the mountain. So you have to deal with each situation very quickly, but also you have to make the right decisions. Also das Wichtigste ist mal, dass man von der Leitstelle gute und wichtige und richtige Informationen bekommt, dass man weiß, wo muss man hin, dass man nicht lange suchen muss. Aber man muss auch aufpassen, dass man, wenn man zum Einsatz hinfährt, nicht zu schnell fährt oder zu viel riskiert, weil man will ja die anderen Skifahrer auch nicht gefährden. Gell? Also schon so schnell wie möglich, aber so schnell wie nötig. Gell? Ja, schauen, dass man den Verletzten so schnell wie möglich findet. Und dann müssten wir halt entscheiden, können wir den, oder was hat er für eine Verletzung, können wir den mit dem Skido abtransportieren, sitzend oder liegend. Brauchen wir einen Notarzt mit Hubschrauber, das müssen wir halt dann entscheiden. Die Piloten sind extrem gut ausgebildet, kommen meistens auch vom Militär. An den meisten Orten können die Piloten dankenswerterweise gut landen. Die Kommunikation zwischen uns ist das wichtigste Standbein, das wir haben. Für uns ist es wichtig, dass wir mit Informationen versorgt werden. Genauso ist es für die Leitstelle wichtig, was unser nächster Schritt sein wird. When you've managed to deal with something quite traumatic and everything has run smoothly, everybody's done their parts well, that in that situation, that's rewarding because you've done your job right. Ich denke auch, wenn man bei so Rettungseinsätzen, wenn man da zusammenhilft, zusammenarbeitet, das schweißt einfach zusammen. Gell? Aber uns alle vereint der Fokus auf jeden Tag einen guten Job zu machen.